sowieso noch ein bisschen zu früh, um das sagen zu können, weil nach dem FEC sich das wahrscheinlich ändern wird, da ja sich viel geändert hat mit den Third Jobs. Also grundsätzlich hat sich eigentlich relativ wenig geändert, außer dass Jester deutlich stärker ist. Also Harlequin, nicht Jester, Harlequin. Der Rest ist eigentlich ungefähr gleich geblieben. Pi mal Daumen. Da hat sich eigentlich nicht wirklich viel getan. Also Crack Shooter ist immer noch der schwächste, Blade immer noch der stärkste, Knight und BP sind fast unverändert. Eigentlich der Einzige, der wirklich so ein richtig krasses Glow-Up hatte, war Jester. Harlequin. Jester auf Harlequin. Und momentan kriegen wir auch noch alle 2 Wochen Balance-Patches. Das wird zwar wahrscheinlich immer weniger werden und das wird auch nicht mehr so krasse Auswirkungen wahrscheinlich haben. Aber da könnte sich immer noch was ändern. Und das, was am meisten Auswirkungen auf den Preis hat, ist ja immer das, was wirklich aktuell gespielt wird. Also die aktuell beliebteste Klasse. Und im Endgame fängt ja keiner einfach so einen komplett neuen Charakter an. Also die wenigsten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Elementor spiele, also so wie ich es halt mache gerade, und ich sage jetzt, okay, vielleicht mache ich mir doch mal einen Mentalist oder so. Oder Third Job sieht so interessant aus, manche Klassen. Vielleicht spiele ich jetzt was ganz anderes, also nicht mal nur also kein Mage mehr. Und vielleicht sogar auch 1v1. Die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich jemand auf Borodeng macht, oder auf den Original-Servern, ist ziemlich gering. Einfach weil es hier jetzt so ultra lange dauert, bis du überhaupt mal ins Endgame kommst. Und nur im Endgame hat sich ja was geändert. Bis 165 ist alles gleich geblieben. Und ein Char erstmal auf 165 zu ziehen, dauert ziemlich lange. Ohne Level Service vor allem, also ohne sehr viel Geld auszugeben. Mit Level Service geht es vielleicht relativ schnell, aber dann zahlst du dich auch dumm und dämlich. Also denke ich mal schon, dass die allermeisten Leute auf den FEC warten, um da etwas Neues auszuprobieren und so. Und genau das ist es halt. Also bis nicht der FEC mal stattgefunden hat, kann man schwer sagen, was jetzt aktuell wirklich günstiger oder teurer geworden ist oder was momentan der günstigste, der teuerste ist. Schwer zu sagen, weil die Preise, wie sie jetzt gerade sind, da fehlt halt noch da fehlen halt noch die aktuellsten Entwicklungen im Endeffekt. Also die aktuellen Preise sind ja eigentlich genauso, wie sie vor den neuen Klassen waren oder vor den Third Job Changes. Da hat sich eigentlich nichts getan. Nicht viel. Ja, eigentlich gar nichts. Das ist eigentlich fast... Ja gut, Jojos sind teurer. Dementia, die Behemoth-Jojos, das wäre vielleicht der einzige Unterschied. Wobei Lusakas Crystal Jojos jetzt auch nicht wirklich günstig waren. Davon mal abgesehen. Also so krass viel anders ist das eigentlich auch nicht. Ja, also muss man gucken. Also finde ich es zu naiv, wenn man jetzt einfach davon ausgeht, dass alles so ist, wie es vorher war. Oder dass man halt generell einfach davon ausgeht, dass eine Klasse wirklich günstig oder teuer ist, weil ich denke schon, dass einige Leute gerade sich schon noch zurückhalten auf den Original-Servern, weil sie die Klasse, die sie vielleicht zukünftig mainen werden oder sehr viel spielen werden, noch nicht mal erstellt haben. Das also auch noch keine Auswirkungen auf den Preis hat. Weil warum soll ich mir jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, ich spiele jetzt Bill-Poster zukünftig oder wie ich es gerade gesagt habe, Mentalist, warum sollte ich mir jetzt das Equipment auf Borodeng kaufen, wenn ich eh schon weiß, und das dürfte jeder zweite Spieler so ungefähr sein, der das so machen wird, wenn ich jetzt schon weiß, naja, es kommt eh der nächste FEC, und zwar schon sehr bald wahrscheinlich, und dort wird es leichter und günstiger sein, und das heißt, ich warte einfach auf den Server und hole mir da mein Equipment, statt jetzt auf Borodeng 100.000 Milliarden auszugeben. Wenn ich es dort günstiger und dann wahrscheinlich sogar besser bekomme, weil da gibt es ja dann auch wieder goldene Waffen und so, die sowieso nochmal besser sind, etc. Und deswegen ist es jetzt einfach noch zu früh. Plus gegebenenfalls halt noch ein paar Balance-Changes, aber da wird wahrscheinlich nicht mehr so viel kommen, denke ich. Ich denke, die größten Balance-Changes sind jetzt schon vorbei. Jetzt wird es überwiegend darum gehen, dass sie es endlich mal schaffen, dass alle Skills richtig funktionieren, Masteries und so weiter, dass das endlich mal läuft. Gibt ja immer noch Sachen, die einfach nicht richtig funktionieren oder keinen Sinn ergeben oder so.
Das wird es größtenteils sein. Und hier und da vielleicht ein kleines bisschen schwächer, ein kleines bisschen stärker, aber im Großen und Ganzen wird sich da jetzt wahrscheinlich nicht mehr allzu viel ändern. Denke ich. Aber so wirklich sicher kann man das erst nach dem nächsten FEC sagen. Oder vielleicht schon im Laufe des nächsten FECs, aber vorher auf jeden Fall nicht. Weil vor allem Jester wäre so eine Wildcard, der immer noch extrem günstig ist. Aber da liegt ja die Betonung auf Jester, nicht auf Harlequin. Harlequin ist teurer oder teuer im Verhältnis zu Jester. Aber das könnte sich halt drehen, weil Jester logischerweise muss ja auch zwangsläufig... Also wenn jetzt alle Leute in Harlequin spielen wollen würden, oder viele Leute im Vergleich zu vorher, dann muss sich das ja zwangsläufig auch zumindest ein Stück weit auf die Preise vom Jester auswirken. Die Tatsache, dass es das aber noch nicht getan hat, kann entweder bedeuten, dass kein Schwein Bock auf Harlequin hat und es den Leuten egal ist, weil Jester immer noch Trash ist und sie keine Lust haben, erst bis 166 zu warten, bis die Klasse den Harlequin-Boost bekommt sozusagen. Oder aber die Leute haben grundsätzlich schon Bock drauf, aber sie warten halt auf den FEC und deswegen hat sich da noch nichts getan, weil die Leute ihren Jester erst mit dem FEC erstellen werden. Und das heißt, bisher sich das, wie gesagt, noch gar nicht auf den Preis ausgewirkt hat, weil die Leute ihren Jester noch gar nicht angefangen haben. Und sich das erst in der Zukunft irgendwann auswirken wird. Das ist so meine persönliche Theorie. Und wie gesagt, so gefühlt jeder Zweite wird den FEC spielen. Also schon sehr viele Leute. Also ich denke so circa jeder Zweite, mindestens jeder Dritte, jeder Zweite bis Dritte. Und wie gesagt, wenn da jetzt die meisten Leute einen Jester spielen wollen oder spielen werden, also nur als Beispiel, weil das halt die einzige Klasse ist, wo sie wirklich viel geändert hat. Bei allen anderen Klassen wird es jetzt nicht so dramatisch sein, wahrscheinlich. Dann, ja. Da kann sich schon noch viel ändern.